liebe Hausbauhelden, heute zeigen wir euch ein Mehrgenerationenhaus von Massa Haus und holen uns dafür Infos direkt aus erster Hand von den Bauherren Melanie und Dominik. Die beiden, die wohnen hier mit ihren 2 Kindern und Dominiks Eltern auf gut 270 Quadratmeter. Ja, das Haus, das stand innerhalb von 4 Tagen, aber den Innenausbau, den haben die beiden komplett selbst gemacht und das innerhalb von 4 Monaten. Wie das lief, was die beiden nicht nochmal genauso machen würden und was das KfW 40 Plus Haus sonst noch alles zu bieten hat, das zeigen wir euch jetzt. Hallo! Hallo! Herzlich willkommen in unserem Mehrgenerationenhaus. Ich bin Melanie. Ich bin Dominik. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Sehr gerne. Vielen Dank. Tja, Melanie, Dominik, vielen Dank, dass ihr uns euer Mehrgenerationenhaus zeigt heute. Erzählt uns doch ein bisschen was grundsätzlich über das Bauprojekt, über euer Haus. Ihr wohnt hier auf 270 Quadratmeter. Wie verteilt sich das? Erzählt mir ein bisschen was. Also grundsätzlich haben wir 2018 damit angefangen, das Ganze zu planen, weil das Haus, wo wir vorher gewohnt haben, einfach für uns 3, tendenziell dann 4 einfach zu klein geworden ist und wir überlegt haben, bauen wir aus oder bauen wir neu. Dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut, okay, was können wir machen, in welche Richtung geht das Ganze, wo gibt es Grundstücke, was gibt es überhaupt zu beachten, haben uns dann einfach im Musterhaus mal umgeschaut. Und sind dann eigentlich relativ schnell dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, wir bauen, bevor wir umbauen. Wir haben jetzt, wie du schon sagst, 270 Quadratmeter auf 190 hier, inklusive oben und dann drüben die Einliegerwohnung mit 80. Drüben, das heißt, da wohnen deine Eltern zu zweit auf 80 Quadratmetern. Das sieht ja von außen aus wie so ein Doppelhaus, ne? Aber das heißt, die haben unten das Untergeschoss, das Erdgeschoss und der Bereich oben drüber, den habt ihr hier und der geht ganz drüber, das ist dann euer Bereich. Genau, korrekt. Mit 2 separaten Eingängen auch, sodass es entsprechend auch getrennt ist. Zwar intern verbunden, aber von außen dann auch getrennt, genau. Also wir haben hier irgendwie 40 Quadratmeter Wohn-Essbereich und dann hier nochmal 15 Quadratmeter Küche. Das ist ja alles sehr, sehr offen. Wir haben auch 270, 275, also auch alles wirklich groß dimensioniert. Also die Raumhöhe war bei Massa so Standard, sage ich mal, diese 275. Das fanden wir auch echt schön. Und wir haben ein bisschen was verändert hier in dem Raum auf jeden Fall, weil wir wollten, dass der Wohn-Essbereich nicht zu klein wird. Und wir wollten halt auch eine offene Küche, das war auch von Anfang an klar. Und dementsprechend haben wir da hinten diesen Erker geplant mit den 2 mal 5 Meter. Ja, also das da, dass es hier weiter noch geht, das wäre grundsätzlich nicht da gewesen. Genau, also bis zur Kante quasi, da wäre Schluss gewesen. Okay. Und wir wollten aber, dass es halt, ja, dass der Raum halt nicht zu gedrungen wirkt. Und deswegen haben wir da dann entsprechend nochmal den Raum erweitert. Ja, genau. Ja, weil unser Wunsch grundsätzlich ein großes Wohnzimmer war, wo man sich frei bewegen kann, ja, wo du einfach nicht eingeschränkt bist, wo du die Bewegungsmöglichkeiten hast. Wenn wir vielleicht mal zur Küche weiterschauen. Denn ihr habt mir vorher schon berichtet, das war ja auch gar nicht die Küche vom grundsätzlichen Plan her, richtig? Nicht ganz so, nee, tatsächlich. Also grundsätzlich war in dem Bereich da noch ein Bad quasi geplant, da ist jetzt Abstellkammer, die Küche an sich war so von den Raummaßen schon so, aber diese halbe Wand in Anführungszeichen, die war nicht, die haben wir mit geplant, sodass wir einfach diese Kochinsel, diesen Kochbereich entsprechend so umsetzen konnten, wie wir ihn haben wollten. Melanie, wir haben im Vorgespräch schon gehört, Einrichtungskonzept, Farbkonzept stammt hier von dir im allergrößten Teil. Was hat dich hier inspiriert? Ja, also meine Grundidee war eigentlich, ich wollte es halt schön wohnlich haben. Also auch warm vor allen Dingen, deswegen bin ich auch eher so in die beige-brauntöne gegangen. Und ich wollte es aber trotzdem so ein bisschen schlicht halten, weil wir hatten in dem vorherigen Haus zum Beispiel im Wohnzimmer eine quietschgrüne Wand, war super schön, aber man sieht sich halt irgendwann auch satt, ne? Und ich wollte halt was haben, wo ich nicht irgendwie in 2, 3 Jahren wieder alles umtapezieren muss oder alles ändern muss. Hier war eigentlich auch eine andere Tapete erst, so eine richtig graue. Die hatte mein Mann tapeziert und
Als ich dann hier reinkam an die Baustelle, habe ich gesagt, nein, das geht auf gar keinen Fall, weil ja doch der Raum ist ja schon offen und man sieht das halt. Und wenn ich zum Beispiel am Esszimmertisch sitze und sehe dann diese Wand, also für mich hat das nicht so gepasst und deswegen habe ich dann nochmal umtapeziert. Ich weiß, die Sache mit dem Haus, das geht immer relativ schnell, bis das steht. Ne? Also ich glaube, das kam irgendwo Ende 2019, war Spatenstich. Genau. Dann und irgendwie ein paar Tage später gefühlt stand das Haus. Aber dann steht ja nur das Haus und dann ist ja innen noch gar nichts. Genau. Ihr habt das mehr oder weniger komplett selber dann gemacht. Also wir haben, am 9.12. kam das Haus, am 13.12. war Richtfest, also da stand dann quasi die Umrandung mehr oder minder. Wir haben dann eine Woche später circa, also kurz vor Weihnachten, kam dann das Material, sodass wir dann letztendlich auch den Innenausbau machen konnten. Wir haben uns von vornherein vorgenommen, so viel wie möglich selber zu machen, weil es jetzt, ich sag mal so, kein Hexenwerk ist. Und ich weiß nicht, ob dir da alle zustimmen würden. Ja, aber man spart ja doch unheimlich viel Geld. Also ich sag mal, wenn wir den kompletten Innenausbau hätten machen lassen, mit allem, mit Spachteln, mit Schleifen und Tapezieren und Böden legen, wären wir bei der Größe so bei 50.000, 60.000 Euro gewesen. Und das an Eigenkapital zu sparen, ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer, was man dann letztendlich in anderen Bereichen ausgeben kann. Garten, Möbel etc. Und da haben wir dann ein knappes halbes Jahr gebraucht, bis wir dann verschnellt, überfrüht eingezogen sind. Tatsächlich hat uns da Corona in die Karten gespielt. Ja. Dadurch, dass ja dann ab März die Kurzarbeit anstand und wir ab März quasi nur noch einmal die Woche mehr oder weniger arbeiten mussten, hatten wir eigentlich 6 Tage die Woche, die wir tatsächlich hier verbracht haben. Und das von morgens bis abends. Und das hilft natürlich ungemein. Ne? Was habt ihr gezahlt? Also ich meine, das Grundstück ist groß, 1300 Quadratmeter, alles in allem. Das wird auch nicht ganz umsonst sein, nehme ich mal an. Also was habt ihr insgesamt gezahlt und was davon hat jetzt das Haus gekostet und dann auch nochmal der Innenausbau dazu? Also wie liegen wir da ungefähr? Also alles in allem sind wir bei roundabout 700.000 plus minus. Wir haben ein anderes Haus verkauft gehabt, wodurch wir recht viel Eigenkapital hatten. Also fast die Hälfte hatten wir ein Eigenkapital durch den Hausverkauf. Das Haus an sich lag bei 360.000. Plus drumherum, also Grundstück 130, das summiert sich ja dann letztendlich. Und mit Garten, mit Rasen, Erde, Aufschütten, Wegfahren, Terrassenplatten und so weiter und so fort, so um die 700.000 bei der Größe. Aber dafür habt ihr auch ganz schön viel Haus und ganz schön viel Garten. Apropos Garten, da würde ich gerne mal rausschauen als nächstes. Wow, okay. 1300 Quadratmeter Grundstück. Und hier, wie viel Quadratmeter Terrasse habt ihr hier ungefähr? Knapp 200. Also nochmal mehr oder weniger unsere Wohnfläche quasi nochmal im Außenbereich. Und das Grundstück, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch nicht ganz problemfrei. Da gibt es ja auch so 2, 3 Geschichten dazu. Wir stehen quasi direkt davor oder direkt da drauf, mehr oder minder, haben wir die Hauptgasversorgungsleitung der Nachbarorte und unseres Ortes. Das ist eine Hochdruckleitung, die nicht bebaut werden darf. Das war uns von vornherein bewusst, aber nicht in dem Ausmaß. Und jetzt aktuell haben wir Gespräche, dass das Ganze doch irgendwie verlegt werden soll, natürlich mit dem entsprechenden Anteil von uns, aber dann sind wir auch freier in dem, was wir hier machen können. Also eigentlich wollten wir den Pool einlassen, den Boden, das geht aber nicht, aufgrund der Gasleitung, weil die darf auch, wir stehen jetzt quasi hier auf der Randfläche der Gasleitung und 3 Meter rechts und links der Gasleitung darf nichts gebaut werden, deswegen sind wir da schon ein Stück weit eingeschränkt in dem, was wir hier tun können. Aber vielleicht hat sich das bald erledigt. So, außer der Terrasse habt ihr hier auch noch einen Balkon. Ja. Den gibt es ja wahrscheinlich nur, weil ihr den Erker noch zusätzlich geplant habt. Genau, der war bei dem ursprünglichen Haustypen jetzt nicht so dabei. Aber dadurch, dass wir den Wohn-Ess-Bereich entsprechend erweitert haben, haben wir dann praktischerweise oben uns noch einen Balkon dazu geplant. Der geht von eurem Schlafzimmer raus. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hoch. Das gucken wir uns jetzt als nächstes an.
So, die Diele, knapp 10 Quadratmeter, ja auch großzügig, auch wieder hoch, hier auch mit dem Luftraum. Und von hier habt ihr vorne noch? Ein Gästeklo, ein kleines. Das war ursprünglich größer geplant. Also ich glaube, wir haben es knapp um die Hälfte reduziert. Das war eigentlich mit einer Dusche geplant, aber das war für uns ja, eigentlich sinnlos. Wir brauchten unten keine Dusche. Und dementsprechend haben wir dann von der Küche aus lieber noch eine kleine Speisekammer geplant, wo man mal Abstellfläche für Staubsauger, für alles Mögliche hat. Und genau, deswegen ein kleines Gästebad. Und dann auf der anderen Seite geht's rüber. Das ist der Haus-Technikraum und der ist direkt auch verbunden mit der Einliegerwohnung von deinen Eltern. Da schauen wir dann nachher uns alles nochmal genauer an und vorschlagen, jetzt gehen wir direkt hoch. Ja. Ja, das ist euer Schlafzimmer. Man kann sagen, das ist so ein bisschen Master Bedroom. Wir haben hier also gute 20, 21 Quadratmeter und da geht's ja auch noch weiter. War das in die Grundplanung oder habt ihr da auch noch eure Wünsche einfließen lassen? Also im Musterhaus war es tatsächlich ähnlich, dass die Ankleide quasi separat ist. Und ich fand es persönlich auch sehr schön, wenn man im Schlafzimmer nicht diesen riesen Kleiderschrank hat. Und ja, wenn man jetzt so mal guckt, also wir wollten halt auf jeden Fall einen Fernseher ins Schlafzimmer. Und wenn da jetzt ein Kleiderschrank gestanden hätte, hätte man nicht gewusst, wo der Fernseher dann hin soll. Und ja, deswegen haben wir die Ankleide quasi direkt mit hinten dran geplant. Dann schauen wir doch da mal kurz durch. Und dahinter liegt ja auch noch euer eigenes Bad sozusagen. Ja. Also genau, das ist jetzt quasi der kleine Ankleidebereich. Ja. Für uns vollkommen okay mit dem großen offenen Schrank, wo du dir morgens dann de facto eigentlich nur kurze Sachen rausholst und dann Platz zum Ankleiden ist eh nicht, aber so hast du halt den großen Kleiderschrank, wie eben schon erwähnt, nicht im Schlafzimmer stehen. Und das ist sehr, sehr angenehm. Das Licht geht dann auch wenigstens noch hier an, falls die Person, die noch schläft. Genau. Ne? Das ist ja auch so ein Vorteil. Ja, definitiv. Und dann hier eben euer Badezimmer. Ja. Und zwar kommt man da jetzt ja wirklich nur durch euer Schlafzimmer rein. Genau. Und deswegen habt ihr noch ein Kinderbad, dass da keine Probleme entstehen. Genau. Ja, gerade auch auf Sicht für später, ne? Dass die Kinder sich dann quasi vor der Schule einzeln fertig machen können. Wir hier ist halt schon sehr, sehr angenehm. Wir haben es mehr oder minder genau so auch im Musterhaus gesehen. Das hat uns sehr überzeugt, weil wir gesagt haben, okay, dieser abgetrennte Dusch-Bad-Bereich, die Toilette nicht direkt im Eingangsbereich, sondern ein bisschen versteckt, war für uns sehr, 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 sehr schön, sehr cool zu sehen und zu sehen, okay, wie ist die Raumgestaltung da. Deswegen haben wir uns daran sehr, sehr stark orientiert. Deswegen hast du hier im Eingangsbereich halt auch das Waschbecken und die Badewanne. Die Badewanne war so ein bisschen mit Blick auf die Aussicht aus dem Fenster raus. Hat nicht so 100% geklappt, aber es ist trotzdem ganz schön, weil du die Helligkeit da trotzdem hast. Und dann die Dusche so ein bisschen versteckt, dass wenn sich mal jemand hier rein verirrt und du bist gerade am Duschen, wenn die Kinder reinkommen und sowas, die sehen dich nicht sofort. Ja, das war für uns so von der Aufteilung echt schön. Lass uns doch mal noch hinterschauen. Genau, wir haben die Dusche quasi so ein bisschen abgetrennt durch die Wand, dass hier das Wasser nicht das komplette Bad flutet. Aber trotzdem quasi offen hin nach vorne, dass man da entsprechend auch Platz hat. Ja, das ist hier so ein Loftverglasungsstil. Ja, wer hat das gefunden? Wessen Idee war das? Das war ich, glaube ich. Ja. Tatsächlich war eins der wenigen Sachen, die schwarzen Armaturen und auch die Verglasung war tatsächlich mein Thema. Mir fällt auch noch auf, diese Tapete hier, also Tapete im Bad ist ja auch, funktioniert ja nicht überall. Ne? Und natürlich hier mit dem Kupfer, was hat es damit auf sich? Wessen Idee war das? Das war meine Idee. Also mein Mann fand diesen Kupferton ganz schön und wollte den eigentlich ursprünglich in der Küche haben. Wir waren in einem Küchenstudio und da gab es eine Küche, die sehr kupferlastig war, aber das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ja, dann, als ich im Baumarkt war und habe die Tapete gesehen, habe ich gedacht, okay, dann kriegt er zumindest ein bisschen sein Kupfer und ja, fand das halt auch ganz passend zum Boden und genau, deswegen habe ich die dann dahin gemacht. Dann würde ich sagen, schauen wir noch den Rest vom Obergeschoss an, weil da gibt es ja auch noch einiges zu sehen. Gerne. Ja.
Hier siehst du das, was ich vorhin nochmal gesagt hätte. Wir sind etwas verfrüht eingezogen, deswegen haben wir halt Stellen, wo wir noch nicht hundertprozentig fertig sind, wo jetzt so nach und nach noch nachgearbeitet werden muss, was dir einfach, wenn du eingezogen bist, du siehst es zwar, es stört dich auch, aber es hat nicht oberste Priorität. Also das heißt, dein Tipp wäre, wenn man baut, dass du dann sagst, so, nehmt euch ausreichend Zeit. Ja, wenn du die Ruhe hast, definitiv. Also wenn du die Möglichkeit hast, dass du nicht unter Zeitdruck einziehen musst, nimm dir die Zeit und mach's dann, beziehungsweise mach's erst fertig und zieh dann ein. Ach, sag mal, der Bereich hier, der ist ja auch spannend. Ja. Da ist so der Relax, steht doch an der Wand, der Relax-Bereich mit der Relax-Liege. Genau, also diesen Bereich gab es ursprünglich nicht. Das hat an der Wand, also an dieser Kante quasi aufgehört. Ja. Und dadurch, dass wir unten diesen gemeinsamen Hauswirtschaftsraum geplant haben, den haben wir auch ein bisschen erweitert. Dementsprechend ist das Haus auch über den Erker nochmal in diese Richtung erweitert. Und das sieht man jetzt halt einmal hier durch diese Ecke und einmal einen Raum weiter dann im Büro ist quasi nochmal dieselbe Ecke, nur auf der anderen Seite. Im Musterhaus war auf jeden Fall eine gerade Treppe geplant. Also man kam quasi von der Seite einfach hoch und die ist nicht so um die Ecke gegangen. Genau, dementsprechend war das alles ein bisschen anders geplant, aber wir fanden das jetzt ganz schön, diese Ecke dann einfach nochmal zu nutzen. Also bis jetzt lagen die Kinder, glaube ich, vielleicht mal 10 Minuten da oder so, wenn die Oma wie gespielt hat, so, dass die Kinder sich mal kurz da hingelegt haben. Aber so wirklich zum Entspannen mit einer 2-Jährigen und einem 6-Jährigen, nein. Dann nutzt ihr das später. Ihr wollt ja noch eine Weile hier wohnen. Ja. Dann gehen wir doch weiter. Als nächstes vielleicht in den Allesraum, Spaß, Sport, Arbeitsraum. Ja, war ursprünglich nur als Büro geplant. Und ist dann durch weiteren Familienzuwachs entsprechend quasi für alles genutzt worden. Also einmal quasi die Homeoffice-Ecke meiner Frau, Sofa, Fernseher, Spielekonsole dann für mich und der Sportbereich für alle, die dafür Zeit und Lust aufbringen können. Und Kraft haben. Ja. Und jetzt haben wir noch 2 große Räume, die sind jeweils die Kinderzimmer. Genau. Dann schauen wir doch da weiter. Ne? Einmal quasi das Zimmer von der Kleinsten, was ursprünglich das Spiel- und Sportzimmer werden sollte. Ist dann quasi Kinderzimmer geworden, weil wir so oder so noch nicht so weit waren, dass wir gesagt haben, wir haben es noch nicht eingerichtet. Also wir hatten, klar, du hattest die einen oder anderen Gedanken, was du wie machen wolltest. Da sollte eigentlich mein Beamer hin. Das ist dann jetzt die Wärmelampe für die Kleine geworden und der Wickeltisch. Und jetzt haben halt beide Kinder ein nahezu gleich großes Zimmer. Was uns dann letztendlich auch wichtig war in der ursprünglichen Planung. Also wir hatten es klar schon im Hinterkopf, dass wir gesagt haben, wenn was ist, dann kannst du reagieren. Dann sollten die Zimmer auch plus minus gleich groß sein. Aber ursprünglich war es halt. Also ihr habt hier so roundabout 22 Quadratmeter pro Zimmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Auch mit dieser hohen Deckenhöhe. Also es ist alles wirklich sehr luftig, sehr, sehr groß. Und ich glaube, das war euch wichtig, hattest du gesagt. Ne? Definitiv. So, also A war uns die Deckenhöhe wichtig und auch der Kniestock. Der Kniestock war ja ursprünglich, ich glaube, auch nur 60 cm. Und wir haben ihn auf etwas über 1 Meter angehoben, dass du einfach eine schöne Höhe hast, dass du auch vernünftig mal einen Schrank stellen kannst. Klar, jetzt nicht unbedingt so einen hohen Schrank, aber dass du mal eine etwas höhere Kommode stellen kannst oder sowas. Das geht ja bei einem 60er Kniestock ja meistens nicht. Und auch wenn man das Kinderbett sieht, da hätte der Kniestock theoretisch aufgehört und das war einfach zu niedrig. Deswegen haben wir da entsprechend die Kniestockerhöhung genommen, wodurch wir dann letztendlich auch alle Räume so ein bisschen anpassen konnten. Weil das war ja das, was wir eingangs auch sagten, dass wir hier und da vielleicht eine Wand verstellt haben, dass wir vorne den Galeriebereich geändert haben. Das war so oder so durch die Kniestockänderung dann einfach für uns alles möglich. Dann schauen wir mal noch, wie wir es im zweiten Kinderzimmer, wie das so aussieht dann im Wohnen.
Was hier auch interessant ist, ist, dass es ungefähr gleich groß ist, aber doch ganz anders aussieht, weil es halt anders angelegt und anders geplant ist. Ja? Ja, auch mit dem Bereich da hinten. Also du kommst ja quasi rein und gehst dann zum Bett hin, sodass er hier hinten halt quasi seine Ruheecke hat, sein Bett hat, seinen Stauraum hat und auf der anderen Seite dann letztendlich den Schreibtisch, der dann jetzt zur Schulzeit wichtig ist. Hier auch mal kurz die Innenausstattung auch angesprochen, beziehungsweise auch den Boden, die Türen und so weiter. Wie seid ihr da vorgegangen? Es gibt ja Bemusterungsvorschläge vom Haushersteller. Die haben ja so ein großes Musterzentrum, sage ich mal, wo ähnlich wie ein Baumarkt aufgebaut. Und da haben wir auf jeden Fall diesen Holzboden gefunden und der hat uns auch richtig gut gefallen. Wir haben auch von dem Haushersteller einen Gutschein bekommen gehabt, den wir quasi für Inneneinrichtungen einlösen konnten. Und dementsprechend war eigentlich schon klar, dass wir irgendwas auf jeden Fall da nehmen werden, weil das macht ja auch Sinn. Ja. Und wir haben uns dann halt bei dem Holzfußboden, den fanden wir halt sehr schön. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte eigentlich erst einen anderen geplant. Meiner ging eher so in die Graurichtung. Dann hatten wir, glaube ich, sogar noch einen dritten, der ging so in die Nussbaumrichtung. Der war eigentlich ursprünglich für den Flur geplant. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Mal alles umgeplant und haben der Architektin auch ständig geschrieben, okay, wir wollen jetzt in dem Raum doch den Boden, in dem Raum den. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, wir machen jetzt überall, wo Laminat ist, kommt dieser Holzboden rein. Und haben dann nur noch 3 verschiedene Fliesen genommen. Und genau, die Fliesen haben wir auch bei dem Haushersteller genommen. Das Einzige, was wir nicht da geholt haben, sind jetzt zum Beispiel diese Zimmertüren. Die haben wir uns eigenständig im Baumarkt besorgt. Und die Zimmertüren bei den Schwiegereltern unten wiederum sind wieder bei der Hausbaufirma dazu gekauft worden. Genau. Ja, das Schöne da war halt auch, wenn du den Boden genommen hast, haben die komplette Planung übernommen. Also die haben ja da quasi den Grundriss vom Haus, den Grundriss von den Böden. Und du musstest dir keine Sorgen machen, hast du jetzt zu viel, hast du zu wenig. Dann werden immer 10% Verschnitt eingerechnet, sodass du wirklich genug hast, inklusive Dämmung etc. Also bei den Fliesen war dann der Fliesenkleber dabei, die Verfugung und hier war dann, wie gesagt, die Trittscher-Dämmung etc. dabei. Dann haben wir noch das Kinderbad. Die Erleichterung im Familienalltag. Schauen wir uns gerne noch als nächstes an. Ja. Kinderbad, 7 Quadratmeter mit Dusche, alles da, was das Herz begehrt. Wird schon genutzt? Eure Kinder sind noch relativ klein. Das Bad ist eigentlich quasi, ich sag mal, zukunftsorientiert geplant, weil wir gesagt haben, wenn die Kinder dann entsprechend groß sind, dass sie es wirklich eigenständig nutzen können. Jetzt wird es abends zum Zähneputzen vor ins Bett gehen genutzt. Der Große geht mittlerweile nachts auch noch eigenständig zur Toilette. Dafür ist es Gold wert, dass er nicht einmal quer durchs Haus muss und bei uns ins Bad muss. Aber ansonsten wird es aktuell sporadisch mal genutzt. Also eher zukunftsorientiert. Tendenz später, wenn sich dann geschminkt und gerichtet wird und so, dann habt ihr da irgendwo. Genau. Ja. Okay. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie drüben deine Eltern in der Einliegerwohnung leben. Sehr gerne. Woher geht's rüber? Wo wir hier gerade vorbeilaufen. Das ist der Innenteil von der PV-Anlage. Die haben wir nämlich schon auf dem Dach gesehen. Genau. Ihr seid nämlich was habt ihr für eine Energieeffizienz? KfW 40 Plus. Habt ihr dafür eine Förderung in Anspruch genommen, wenn ich frage? Ja, also es gab 15.000 € für diese KfW 40 Plus. Und dadurch, dass wir ein Mehrgenerationenhaus sind, haben wir quasi die doppelte Förderung bekommen. Praktisch. Na gut. Je Wohneinheit quasi schon. Ja. Genau. Okay. Zur PV-Anlage, wie viel Kilowatt Peak hat die denn? Genau, wir haben 9,89, 9,9 roundabout. Quasi genau diese Bemessungsgrenze, bevor es dann zu umfangreich wird. 13 Kilowattstunden Akku, das wird letztendlich auch über die Nacht. Und wenn es dann abends letztendlich dunkel wird oder mal nicht so gutes Wetter ist, dass wir trotzdem möglichst autark sind. Also das heißt, wie viel Prozent schafft ihr über eure PV-Anlage zu? Also jetzt im Sommer sind wir die kompletten 6-7 Monate nahezu 100%. Und wenn wir das ganze Jahr nehmen, inklusive der Wintermonate, waren wir letztes Jahr bei 78-80%. Das ist ja echt auch sehr hilfreich in der momentanen Zeit. Definitiv, ja. Und dann habt ihr aber noch eine Fußbodenheizung, ja, und da wird die Wärmepumpe im Einsatz kommen. Darüber läuft die Wärmepumpe, beziehungsweise die Fußbodenheizung über die Wärmepumpe. Ja. Die läuft aber nicht über die PV-Anlage, die ist gesondert über einen entsprechenden Stromzähler. Sehr schön. Ja. Klasse, also auch da an alles gedacht. Dann gehen wir weiter. Sehr gerne.
So, also die Einliegerwohnung, obwohl man sich eine Einliegerwohnung immer vorstellt, dass die irgendwo unten drunter ist. Ne? Also hier haben wir die Nebenliegerwohnung sozusagen, wo deine Eltern wohnen. Deine Eltern sind aber total fit. Also die sind jetzt ja nicht irgendwie schon pflegebedürftig oder so. Und das, ja, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Und das war also jetzt nicht der primäre Grund oder der zeitlich jetzt greifbare Grund, dass ihr gesagt habt, wir machen dieses Mehrgenerationenhaus. Unterm Strich bist du so oder so irgendwann so, dass früher haben sie dich gepflegt, jetzt pflegst du sie. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen, aber wenn es dann irgendwann so ist, dann brauchst du ein entsprechend barrierefreies Haus. Und das hatten wir definitiv nicht. Also wir hatten damals zum Eingang zur Haustür nur allein, ich glaube, 6 Stufen. Und da haben wir gesagt, das funktioniert auf Dauer nicht. Und wenn wir ausgezogen wären und sie da wohnen geblieben wären, hätten sie 3 Etagen gehabt mit Keller und überall Treppen, überall Stufen. Und das wäre einfach, wenn man an die Pflege denkt, ich sag mal so in 20 Jahren, einfach keine Option gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, was können wir machen? Haben uns dann entsprechend über das Mehrgenerationenhaus unterhalten. Und haben dann gesagt, wir bauen möglichst barrierefrei, also zumindest eben. Klar, die eine oder andere Tür ist es nicht. Oder auch, was wir vielleicht nachher im Bad noch sehen, der Duschbereich ist jetzt vielleicht nicht ganz so breit geworden, aber das sind alles Dinge, die man später theoretisch noch ändern könnte, damit es so ist. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, dann einfach zusammenzubauen. Hat es noch irgendwelche finanziellen oder anderen Vorteile oder organisatorischer Art? Also spielt da auch irgendwas mit rein? Ja, theoretisch könntest du es ja vermieten. Also wenn es jetzt nicht unbedingt die Schwiegereltern oder die Eltern sind, könntest du es ja vermieten. Und ich sag mal so, für eine 80 Quadratmeter Wohnung ruft man hier schon irgendwas zwischen 400 und 600 Euro auf. Wodurch man dann letztendlich so seinen halben Abtrag plus minus dann schon wieder raus hat. So, also 80 Quadratmeter hier. Wir haben einen großen Koch-, Wohn-, Essbereich. Dann haben deine Eltern hier ein Schlafzimmer. Korrekt, genau. Dann haben wir hier so ein bisschen so einen Allesraum, ne? Also irgendwie Abstellzimmer, Gästezimmer möglicherweise. Genau. Und hier vorne gibt es noch ein schönes großes Badezimmer. Da hattest du gerade auch schon gesprochen. Das schauen wir uns gerne nochmal an. Man sieht es direkt, wenn wir reinkommen. Dusche und WC wieder etwas versteckt, dass man nicht direkt, wenn man reinkommt, gleich auf dem Präsentierteller sitzt, sondern hinter der Wand quasi die Dusche. Du siehst auch schon, der Ausschnitt ist jetzt nicht der größte. Das heißt, wenn man an die Barrierefreiheit denken würde, ist, was das Thema Rollstuhl oder Rollator betrifft, schon recht sportlich geplant. Aber wichtig war erstmal, dass alles ebenerdig war, ne? Dass keine Treppen gelaufen werden müssen. Im Gegensatz vor allem zum Haus, wo sie halt vorher gelebt haben. Und auch der Toilettenbereich hier hinten in der Ecke. Ja, wie gesagt, beide Seiten sind recht eng, aber das kann man ja alles theoretisch dann auch ändern, weil es halt in Anführungszeichen Schnellbaurinne sind. Ne? Ja, wir hoffen, wir konnten euch einige Fragen rund um das Bauen eines Mehrgenerationenhauses beantworten. Wie sieht's bei euch aus? Wäre dieses Konzept Mehrgenerationenwohnen auch etwas für euch? Wir freuen uns auf eure Kommentare und Feedbacks. Und wenn ihr mehr über dieses Haus erfahren wollt, dann findet ihr wie immer den Link zur Hausdatenbank in der Video-Description. Ja, und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal und aktiviert dabei bitte auch unbedingt die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.